Wir kommen damit zum nächsten Beitrag. Der nächste Beitrag wird von Georg Kopeinik geleistet. Er ist Architekt, er hat in Bath in England studiert und in Graz. Seine Diplomarbeit hat er bei Günter Domenik gemacht. Die Österreicher werden vielleicht das Steinhaus am Ossiacher See kennen. Eine Skulptur, wie ich sie nenne, eine unbewohnbare Skulptur, aber eine durchaus interessante Skulptur. Dort gearbeitet zu haben und dann anschließend ökologische Architektur, nachhaltige Architektur zu machen, ist eine grandiose Wechselleistung, weil gleichzeitig natürlich auch die Ästhetik, die er dort gelernt hat, sicherlich in seine Arbeiten eingeflossen sind. Seit 2000 hat er ein eigenes Büro und hat bislang immerhin 12 Preise für seine nachhaltigen Architekturarbeiten bekommen, wie zum Beispiel schon im Jahr 2006 für den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. Zudem möchte ich zwei Sätze sagen. Der Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit unterscheidet sich bislang von allen anderen Preisen weltweit, indem sie beide Sektoren, nämlich die Architektur und die Nachhaltigkeit, gleichwertig betrachten und zwar mit separaten Jurien besetzen, wo ein Projekt nur in die oberste Kategorie kommen kann, wenn beide Jurien unabhängig voneinander sagen, das ist ein Projekt, das in unserer Kategorie gewinnen kann. Und damit kann sozusagen ein hässliches ökologisches Gebäude keinen Preis bekommen und umgekehrt nicht das schönste Architekturgebäude den Preis bekommen. Eine Leistung, die also hier erreicht worden ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Vielen Dank für die Einladung nach Innsbruck. Es ist mir eine große Freude, bei der Passivhaus-Konferenz vortragen zu dürfen und vielen Dank auch für das wunderbare Programm, das wir gestern schon gemeinsam gestartet haben. Also eine tolle Sache. Was ich Ihnen präsentieren darf, sind hauptsächlich Sanierungen. Jürgen Schnieder hat Vormittag schon gesagt, ohne Einsparung wird es nicht gehen. Hocheffiziente Sanierungen, wo wir keine halbherzigen Dinge machen, sondern wirklich in die Struktur gehen, werden in Zukunft immer wichtiger sein. Warum passiert das nicht mehr und warum geht es nicht schneller? Möchte ich auch sagen, weil die Struktur der Bauwirtschaft einfach so ist. Man hat das zum Beispiel bei Martin Floss früher gehört. Ich wage zu sagen, auch in Richtung der Bauwirtschaft und der Kolleginnen, solange es einfacher ist, neu zu bauen, abzureißen, wird das passieren. Und erst dann, wenn wir ein gemeinsames Übereinkommen finden, wo wir den Wert des Bestandes sehen, das Weiterbauen am Bestand als Wert auch wahrnehmen, dann werden wir wirklich hier reingehen. Ich möchte dazu auch noch auf eine Vorlesung morgen hinweisen, weil mir das ganz wichtig ist. Ein wunderbares amerikanisches Beispiel von Marcel Breuer, ein Doyen der Architekturmoderne, die Bruce Becker saniert hat, morgen 12:30 Uhr im benachbarten Saal. Das Pirelli Headquarter ist zu einem Enafit Hotel gemacht worden, also eine unglaubliche Qualität in der Sanierung. Und schaut euch bitte das Projekt für alle, die an Sanierung interessiert sind, morgen an. Zu Günter Domenik vielleicht noch gesagt, weil Helmut Krappmeier das gerade erwähnt hat. Der Günter Domenik hat uns eines beigebracht, offen zu sein, den Blick zu schärfen. Du hast nichts von ihm abkupfern dürfen, sondern du hast was Neues entwickeln müssen. Ja? Und das war die Basis unserer Arbeit und ich glaube, so machen wir das auch weiter. Eines ist auch notwendig, wir müssen, und Sie sehen, hier 5 Sanierungsbeispiele von mir aus den letzten Jahren. Das linkeste ist linker Seite ist in Bozen, eines der Sinfonia-Projekte, wo wir mit vorgefertigten Holzelementen hier Enafit Plus sanieren durften. Das zweite ist ein ehemaliges Feuerwehrhaus, das zur Musikschule wurde, mit dem Bundesdenkmalamt gemeinsam, also mit Innendämmung, mit Zellulose-Dachdämmung und der Verwendung von möglichst vielem, was da war.
Das dritte ist in Mondsee in Oberösterreich, direkt neben Schloss Mondsee, das denkmalgeschützte Rathaus, ehemaliger Pfarrhof, das gerade vor 2 Wochen besiedelt wurde, auch mit Innendämmung, und das zeigt auch die gute Zusammenarbeit, die wir mit dem Bundesdenkmalamt in Österreich haben. Es geht da wirklich einiges, und ich sage später noch was dazu. Das vierte ist eine Schulsanierung in der Steiermark, nördlich von Graz in Semriach, wo wir eine Schule von 1880, 1920, 1960, 1990, also in 4 Bauabschnitten errichtet, in einen Enafit-Standard gebracht haben, ähnlich das Dachgeschoss verstärken mussten, wie berichtet wurde. Und das 5. ist ein Projekt von mir selbst, wo wir in meiner Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin, ein Einfamilienhaus, und deswegen zeige ich es auch gerne, weil es die Nachnutzung von Einfamilienhäusern im ländlichen Bereich, glaube ich, ein großes Thema ist. Neben der Mobilität, die wir lösen müssen, ist das eine Aufteilung eines viel zu großen Einfamilienhauses in 3 kleine Wohnungen, wo wir eben hier auch versucht haben, da eine gute Qualität zu machen. Wir starten in Bozen. Wir sehen links das bestehende Gebäude, typischer italienischer Wohnbau. Man glaubt, es ist aus den 1960er Jahren, das ist aber leider aus den 1990er Jahren. Es ist unglaublich, was wir da vorgefunden haben, und wir sind in einem großen Team in mehreren Jahren über einen Entwicklungsprozess gegangen, bis wir das Vertrauen auch gewinnen konnten, hier zum Beispiel von Gas auf Wärmepumpe umzustellen. Auch Südtirol ist ein Gasland. Man hat mir nicht geglaubt, dass ich schaffe, das mit Tiefenbohrung nach der Sanierung zu beheizen. Es geht gut, und man muss wissen, auch das wurde im laufenden Betrieb saniert. Die Leute sind nicht ausgezogen, das sind wahre Gemeindewohnungen. Das Gebäude ist im Besitz der Gemeinde Bozen. Die Stadtgemeinde war auch Auftraggeberin, und es ist durchaus so nicht vergleichbar mit dem österreichischen sozialen Wohnbau. In Italien ist es wirklich so, dass hier die Zuweisung wirklich nur an sozial äußerst Bedürftige erfolgt. Was auch der Fall war in der Position, ein wunderbarer Ausblick auf die Stadt Bozen, aber ein nach Nordwesten abfallender Hang, das heißt wenig Morgensonne, kaum Südsonne, etwas Nachmittagssonne, über den Winter gar nichts sozusagen, also äußerst schlechte Rahmenbedingungen, aber ihr seht unglaubliches Bauvolumen, und ich glaube auch ein gutes Beispiel, weil gut multiplizierbar einfach für die Zukunft, die thermische Hülle. Ja, und man fängt natürlich mit einer Analyse an, und die Analyse hatte hunderte Wärmebrücken in unserem Fall, weil ihr seht die Tiefgaragenentlüftung, dieses Gitter, das man da ganz unschwer sieht, das Erdgeschoss, das zurückspringend ist, das Dachgeschoss mit diesen Aufsätzen, all das hat es nicht leicht gemacht. Ja, der Bauzustand, die Qualität unter Fachleuten, glaube ich, ist das selbsterklärend. Die Wärmebildkamera verwenden wir übrigens sehr, sehr gerne zur Qualitätssicherung während der Sanierung. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt. Auch hier zum Beispiel, es wurde schon öfter angesprochen, die Balkon-, Lodgen-, Terrassenthematik. Das ist ganz genau anzuschauen, und natürlich, wie Kollege Georg Reinberg auch gesagt hat, übrigens Gratulation zu deinem Projekt, wunderschön, auch mit dem Sonnenstand natürlich zu entwerfen, war ganz wichtig. Die ganze Dachfläche nach der Sanierung ist mit Photovoltaik belegt, aber auch mit thermischer Solaranlage, um eine Basisabdeckung für unsere Wärmepumpen, für die Tiefenbohrungen zu bekommen. Ja, dann haben wir am Start des Projektes eine wunderbare Dokumentation bekommen. Da haben wir geglaubt, wir kennen schon alles. Wir haben nichts gekannt, weil wir haben kaum Betondeckung am Ende des Tages vor Ort vorgefunden und haben eigentlich alles neu aufstemmen müssen und wirklich schauen müssen, wie wir damit zurande kommen.
Ja, die Tiefenbohrungen, die Geothermie war auch eine Sache. Wir haben das mehrmals simulieren müssen, ob das wirklich gut funktioniert. Möchte hier Michael Berger für die Kooperation, Team GMI ist bekannt in dem Kreis, wirklich danken, weil ohne diese gemeinsamen Arbeit wäre das nicht möglich gewesen. Design ist in Italien ganz was Wichtiges. Auch Probeaufbauten, auch dank hier der EURAC, dem Forschungsinstitut in Südtirol, konnten wir hier Ausblasproben, Elemente vorbereiten. Dann hatten wir mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass die Tageslichtqualität im Innenraum schlechter wird nach der Sanierung durch die Dicke der Elemente, die wir nach außen auftragen. Auch das haben wir mit Beleuchtungsaufbauten nachweisen können, dass das nicht der Fall ist. Dann hat es natürlich gewaltige statische Probleme gegeben mit Konsolen und wie wir das alles einfädeln. Hier die Elementegliederung. Dann natürlich die Kalkulation mit der BHBB, um hier wirklich gut arbeiten zu können und eine Sicherheit zu haben. Und dann ein italienisches Baugesetz, das unbedingt eine Gerüstung vorschreibt. Wir haben oft schon Elementfassaden gemacht, vorproduziert und die vor Ort dann im laufenden Betrieb versetzt. Das sind wir gewöhnt grundsätzlich, aber in Italien geht das nur mit Gerüst. Was das bringt, wenn ich einen halben Meter vom Gerüst die Bestandswand habe und dort dann die Elemente einfädelt, hat sich mir noch nicht erschlossen, aber das ist für die Sicherheit eigentlich kaum irgendeine Hilfe gewesen. Aber jedenfalls, wir haben uns trotzdem bemüht, das Gerüst wieder relativ schnell wegzubekommen und hier die Beeinträchtigung für die Mieterinnen möglichst gering zu halten. Einfach hier die Konsolen, wie die Elemente gerade versetzt werden, hier die Photovoltaik am Dach und die Wärmepumpen, wobei eine davon immer die Basisdeckung macht und die andere die Spitzenlast und so schaut das aus. Übrigens, diese roten Elemente sind manchmal weniger, manchmal mehr sichtbar. Das ist dieses Designthema, das eben hier sehr, sehr wichtig war, je nach Licht und Tagesstand unterschiedlich. Ich wechsle von Südtirol an den Wörthersee nach Kärnten, ehemaliges Feuerwehrhaus, das entstanden ist nach einem Großbrand im Ort, wurde 1925 das Grundstück geschenkt und das denkmalgeschützte Wörthersee-Architektur entsprechend dem englischen Landhausstil errichtete wunderbare Spritzenhaus. Wir überspringen die Grundrisse, die Fahrzeughalle ist jetzt der Ensembleraum BV natürlich am Dach und auch das Dachgeschoss wurde ausgebaut, wo früher Kleinwohnungen für die Feuerwehrleute waren, sind jetzt Unterrichtsräume. Natürlich auch hier öffnen und nachschauen sozusagen. Ja, also die alten Fenster mussten erhalten werden übrigens. Wir haben nichts weggeschmissen, wir haben alles saniert. Wir haben in die bestehenden zarten Rahmen noch ein Isolierglas eingesetzt. Wir haben die Beschläge neu gemacht, auch die Holzträme. Du musst ja in Österreich, wenn du ein denkmalgeschütztes Gebäude sanierst, die Kondensatausfallsicherheit im Vorfeld nachweisen. Und erst wenn du dem Denkmalamt nachweisen kannst, dass in der Konstruktion dauerhaft kein Kondensat entsteht und diese Balken keinen Schaden erleiden, kriegst du einen Bescheid, weil die haben Parteienstellung im Baurecht sozusagen. Ja. Also gut, wir haben das gemacht und geschafft, ist schon eine spannende Diskussion gewesen, aber wir haben auch gut analysiert, gut geöffnet, ein paar Sicherheiten eingebaut und kann sagen, dass es eigentlich kein Problem ist. Die denkmalgeschützte Analyse, die notwendig ist, den Boden, den wir rausgerissen haben. Übrigens, wir sind gewohnt, solche Dinge im Bildungsbereich im Sommer zu machen. Ja, also es gibt 9 Wochen Ferien in Österreich, die nutzen wir für die Dinge im Inneren und 2 Monate vorher im Äußeren und dann sollte das eigentlich klappen, ohne Containerklassen auszukommen, haben wir hier auch geschafft. Die Innendämmung, die alten Dispersionsfarben entfernt, die Rahmen mit Rahlmontage nachgearbeitet, die Innenrahmen gemacht und dann eben die Innendämmung, Calcium-Silikatplatten gut aufgesetzt. Das ist das Lüftungskonzept. Wir durften natürlich keine Lüftungsgitter, keine Lüftungsauslässe, gar nichts darf sichtbar sein beim Denkmalamt. Das heißt, was haben wir gemacht?
Die bestehenden Kamine haben wir für die Luftansaugung und für die Luftausblasung genutzt und über Hinterverkleidungen geführte Leitungen haben wir es geschafft, in jeden Unterrichtsraum das wirklich gut reinzubringen. Das ist der Ensembleraum, innen vorgesetzte Stahlrahmenprofile thermisch getrennt von Janssen. Die Lüftungsanlage ist ein Bichler-Lüftungsgerät in dem Fall mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung. Hier eine kleine baurechtliche Sache. Wir haben das Geländer genommen und nach oben gehoben und unten einen kleinen Stab eingefügt, um eben baurechtlich eine Höhe zu haben, wo es zulässig wird. Wir hatten einen langen Kampf mit dem Denkmalamt betreffend der Ästhetik dieser Innendämmung im Bereich der Dreiecksfenster. Die ragt natürlich weiter nach innen, als es vorher war. Da kann man eine lange ästhetische Diskussion drüber führen, aber ja, also das haben wir trotzdem dann geschafft, wirklich, und Sie stehen auch dazu, das war dann nach Fertigstellung, gibt es einen Tag des Denkmales in Österreich und das war das Objekt für einen Tag des Denkmals am Ende. Also es hat dann gut geendet, das Ganze, ja. Die bestehende Konstruktion mit einfachen Spanten nach innen aufgedoppelt und mit Zellulose ausgeblasen. Dafür haben wir auch rückgeführt, die Fassadenqualität wiederhergestellt. Die Balustraden wurden nämlich mal zugemauert früher. Ja, also wir haben uns bemüht, auch hier, kurzes Detail, diese schöne historische Decke wurde am Ende das letzte Holzelement abgenommen, die Innendämmung nach oben geführt natürlich und dann mit einem lokalen Tischler gekürzt jedes Brettal und wieder eingefügt, damit man hier eigentlich gar nichts merkt davon. Übrigens das Lüftungsgitter, das Sie dort oben sehen, das ist das einzige, das war nämlich bei der Feuerwehr schon, weil die hat auch schon eine Lüftung moniert gehabt irgendwann und deswegen durften wir das machen. Hier übrigens das Stiegenhaus hinaufgeht, der Holzdoppelboden wurde eingefügt, um eine Schalltrennung zu haben. Übrigens, hier haben wir nur Tageslicht geschafft, weil ich den Brandschutz benutzen durfte. Ja, der Brandschutzexperte, Sachverständige hat gesagt, wir brauchen eine Brandrauchentlüftung in dem Stiegenhaus, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann machen wir ein Fenster, oder? Weil dann haben wir Tageslicht auch noch. Und so habe ich es beim Denkmalamt durchgebracht, dass wir hier ein Fenster haben. So ist der Ensembleraum übrigens, den dürften wir auch nur mit Einzelelementen die Eisenbetondecke verdecken. Das ist nämlich noch kein Stahlbeton, sondern Eisenbeton und einer der ersten in Österreich angeblich und deswegen ist das ganz wichtig gewesen. So schaut es aus, vorher, nachher. Der Aufzug für die Barrierefreiheit im Schlauchturm, die Direktion ganz oben im Schlauchturm, der Schlagwerkraum im ehemaligen Kartoffelkeller. Hier ein Unterrichtsraum und die Wartezone, die Sie sehen und so schaut das Ganze fertiger aus. Jetzt noch kurz zu einem vergleichbaren Projekt, wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht ganz fertig da, aber wer in Mondsee mal ist in Oberösterreich, tolle Lage nördlich von Salzburg, direkt am See, kann sich das anschauen, ist ein ähnliches vergleichbares Objekt, das gerade besiedelt wurde, auch mit dem Denkmalamt, auch als Enafit-Sanierung und im Rahmen des Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung, auch klimaaktiv Gold zertifiziert, hier alles freigelegt, die alten Schichten raus, den Lift im Hof zugebaut und das Notwendige gemacht. Sie sehen schon, solch eine Sanierung, auch wieder in 4 Monaten, kann ganz komplex sein. Hier sehen Sie ein bisschen was vom Fenstereinbau schon. Hier das Foyer. So hat das Foyer vorher ausgeschaut, so während der Baustelle. Und so sieht es derzeit aus, wenn Sie dorthin kommen. Also es gibt auch da eine Möglichkeit, Bürgerservice in einen historischen Bestand zusammenzubringen. Wichtiger ist mir noch in den Bildungsbau einzugehen, weil der Bildungsbau, wie man auch hier an dem Standort der Universität Innsbruck sieht, eine enormes Potenzial hat, auch in der Energieeffizienz, auch in der Vermittlung an die Schüler, an die Eltern, um hier Energieeffizienz in die Breite zu bringen. Und hier eine Variante in Semriach, nördlich von Graz, wo wir am Kirchhof die bestehende Schule saniert haben, erweitert haben um eine Bibliothek, die gleichzeitig für Agape genutzt wird von der Pfarre. So hat das ausgeschaut vor der Sanierung.
So war die Baustelle innerhalb von 4 Monaten, im Inneren nur 2 Monate und wie gesagt, weitere 2 Monate im Außenbereich durften wir arbeiten, wiederum mit Innendämmung, das verwendet, was da ist und das dazugefügt, was notwendig ist ein Grundprinzip von uns. Der Dachboden war nicht ausgebaut, aber wunderschön. Wir haben ihn nicht abreißen lassen, wir haben ihm Sand gestrahlt, wir haben aber ein paar Eisenträger, wie Sie sehen, dazu gebraucht im Boden, weil natürlich diese alte Ziegelstruktur überhaupt keinen Schließrost statisch hat, wie wir das heute kennen. Das muss man natürlich ganz anders schaffen und ich wollte unbedingt den Leichtbau schaffen, mit Holz alleine war es nicht möglich, aber mit ein bisschen Hilfe vom Material Stahl und ich sage auch dort das Material, wo es notwendig ist und das ist gut so. Schaut das am Ende fast so aus sozusagen, ja, hier sind wir 2 Wochen vor Schulbeginn oder 1 Woche vor Schulbeginn, glaube ich. Ja. Die Pädagoginnen waren ganz nervös im August schon, weil sie nicht besiedeln konnten. Und hier eines der wichtigsten Fotos, Jungingenieur Peter Holzer ist schon erwähnt worden. Rechts ist der Herr Schuldirektor, daneben der Herr Bauamtsleiter, dann die beiden Hausbesorgerinnen, dann der Haustechniker, die Programmierung des Monitorings und derjenige, der im Hintergrund die Berechnungen und das Monitoringkonzept gemacht hat. Die müssen die Köpfe zusammenstecken und dann muss es ein gemeinsames geben, um sowas in Betrieb zu nehmen. Ja? Und nur wenn von Gemeinde bis Nutzerinnen bis Auftraggeber, Ingenieure und Architekten alle so eng zusammenarbeiten wie hier am Bild, wird es auch weiter gut funktionieren. Lufteinbringung ist mir noch ein wichtiges Thema, machen wir in Bildungseinrichtungen fast immer mit Leinensäcken. Die können die dann im Sommer runternehmen wie einen Vorhang und nennen wir sanfte Lufteinbringung. Haben wir in den letzten 10 Jahren wirklich super Erfahrungen damit gemacht. Wie gesagt, so schaut das vorher aus und nachher sind im Dachgeschoss einer der beliebtesten Klassenräume. Natürlich die Sockelsanierung und gegen Feuchtigkeit zu schützen, das Gebäude ganz was Wichtiges auch. Hier Boden abgesenkt für den Werkraum. Alles in 9 Wochen natürlich, auch hier die Barrierefreiheit sichergestellt in 9 Wochen. Ja. Und so schaut das dann fertig aus, dieses wunderbare Dachgeschoss, so wird es als Klassen genützt. Also wenn Sie einmal Richtung Ostösterreich, Richtung Graz unterwegs sind, sind Sie immer herzlich willkommen. Der Herr Direktor und der Herr Bürgermeister dort sind sehr offen, ist eine typische Landgemeinde, da kann man jederzeit noch rein. Ja. Und ja, so sieht das aus. Und kurz noch zu meinem eigenen Haus, dann bin ich wirklich am Ende. So hat das ausgesehen. Ja. So bin ich dorthin gekommen. Die Besitzerin, Elternhaus, ist mit mir zusammen in die Schule gegangen und hat gesagt, du Gerhard, was mache ich denn aus meinem Elternhaus? Ich lebe schon nicht mehr dort, meine Kinder wollen das auch eigentlich nicht. Dann habe ich auch nicht gleich Zeit gehabt und habe irgendwann einmal ein Konzept gemacht und dann hat sie gesagt, du, das kannst du jetzt umsetzen, wir einigen uns über einen Preis, ich verkaufe es dir und dann machst du was draus. Dann habe ich mir einmal Gedanken gemacht, weil eigentlich wollte ich schon damals mein Büro erweitern, räumlich nämlich. Ja. Das mache ich übrigens gerade jetzt, ist ein ähnliches Projekt wie dieses da. Ja. Ja, so hat es dann ausgeschaut. Die Nachbarschaft, die mich kennt, weil ich von klein auf dort lebe, hat gesagt, der Gerhard wird das sicher wegreißen und irgendeinen Wohnblock hinstellen, weil das bietet sich an. In Velden am Wörthersee kriegt man einen guten Preis dafür vielleicht. Ja. Habe ich nicht gemacht. Ich habe das sanft saniert und habe das behalten, was möglich war und das dazugefügt, was notwendig auch war. Es sind je Geschoss 3 Wohnungen bei toller Hanglage, kleine Wohnungen mit flexiblen Grundrüsten, immer mit 2 55 Quadratmeter Wohnungen mit 2 Schlafzimmern. Ich vermiete das übrigens als Warmmiete. 55 Quadratmeter, 720 € Warmmiete, kann ich offen sagen. Ja. Hier der Bestand, wie er war, wo wir angefangen haben, so schaut die Baustelle aus. Also ein typisches österreichisches Einfamilienhaus, mitteleuropäisches Einfamilienhaus, würde ich sagen. Hier links Bestand, Mitte die Baustelle, rechts neu. Hier links Bestand, rechts die Baustelle, also sehr einfach gemacht. Gut, wir gehen etwas schneller durch, weil die Klingel ist schon da. So sieht das aus, Dach geöffnet, wunderbar, schöne Grundrisse, offene Wohnungen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.
Ja, Dankeschön.